Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Der dritte Tag von EU10 ist nun vorbei. Das Wochenende ist gelaufen und wir schauen rein, was die Jungs und Mädels hier auf EU10 so am Wochenende gerissen haben. Es ist jetzt 3 Stunden bereits schon an Tag. Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Der dritte Tag von EU10 ist jetzt gerade zu Ende gegangen. Wir haben es jetzt 3 Uhr in der Nacht an Tag 4 und wir schauen so rein, was so jetzt das Wochenende über auf EU10 passiert ist. Ob es eventuell ja sogar ein paar neue Rekorde gibt, die vielleicht gebrochen werden könnten. Die 300er Rekorde stehen ja im Raum für die einzelnen Klassen. Werden wir gleich nochmal drauf eingehen, was die letzten 300er Rekorde gewesen sind und ob die nochmal eingeholt werden können, ist natürlich sehr schwer machbar, denn das Ganze wurde unter etwas noch besseren Umständen ja, erlangt als hier auf EU10, ne? Black Friday Event, schwarze Edelsteine etc. pp. Ihr wisst Bescheid. Auf jeden Fall, da ist es ziemlich schwer, nochmal hier das Ganze sich zu verbessern. Ja, und wenn wir jetzt mal auf die ersten Plätze schauen, dann sehen wir hier, der Turor hat wieder ein aufgespielt, muss man mal so sagen. Mit Stufe 243 ist er hier mit fast der höchste, denn typisch Andy ist vom Level her jetzt gerade noch 2 Stufen vor ihm. Man muss dazu aber sagen, dass er das typisch Andy nach 0 Uhr noch weiter gespielt hat und Turor, soweit ich weiß, glaube ich nicht. Also Turor war um 0 Uhr 243 und danach hat sich hier nichts mehr getan. Das heißt, typisch Andy hat heute noch 2 Level gemacht, jetzt am 4. Tag bereits, ne? Ist jetzt aber damit im Moment gerade zumindest auf Platz 1, was die Demon Hunter angeht, ist jetzt auch natürlich der Level höchste insgesamt. Und ja, es ist auf jeden Fall ein sehr harter, ja, Wettkampf zwischen den beiden. Ich bin echt gespannt, wer denn das Rennen am Ende des Tages machen wird. Am 4. März um 10 Uhr morgens wird der Wettkampf beendet und dann entscheidet sich, wer zu diesem Zeitpunkt der Levelhöchste von der jeweiligen Klasse ist. Natürlich, wie ich das schon im Video gestern gesagt hatte, werden wir das Ganze auch streamen. Das heißt, wer um die Zeit morgens da ist, kann sehr gerne hier auf YouTube vorbeischauen und dann werden wir uns das Ganze auch live mit reinziehen und mitverfolgen. Ja, so wie wir den ersten Tag auch live mitverfolgt haben hier in der Ehrenhalle und wie sich kein Level geschenkt worden ist. Auf jeden Fall ja, wird hier definitiv einer vorgespielt. Wenn wir uns mal die Rekorde anschauen für die Stufe 300er Rekorde, dann sehen wir hier, es ist auf jeden Fall echt schwer noch zu toppen. Es ist aber möglich. Der Level 300er Rekord für jede Klasse, also wer, egal welche Klasse, 300 am schnellsten erreicht hat, hatte 9 Tage gedauert hier. Das war auf EU8. Ja. Dann haben wir hier den Kriegerrekord, noch von Melendez damals auf W60, hat 11 Tage gedauert. Dann haben wir hier ja, 2, die sich quasi den Platz 1 teilen für 9 Tage. Das ist einmal Tepa-Cut mit dem Kundschafter. Und dann haben wir einmal den Renovate mit dem Demon Hunter, den ja, er auch aufgestellt hatte, hier beide auf demselben Server S8 EU und beide hatten 9 Tage dafür benötigt. Also ja, das gilt es auf jeden Fall zu schaffen. Bin ich mal gespannt, ob das klappt. Dann haben wir Pablo Escobar mit dem Magier-Rekord auf Stufe 300, liegt bei 17 Tage. Da sieht man schon den Unterschied zwischen Magier und Demon Hunter, zwischen einer extrem guten Dungeon-Push-Klasse und ja, eine Klasse, die es ein bisschen schwieriger hat in den Dungeons. Da haben wir aber den Universe, der dort auf jeden Fall der Anwärter für ist, den Rekord eventuell zu holen und das werden wir auf jeden Fall auch mitverfolgen, ob ihm das auch gelingt. Assassine haben wir 10 Tage, hier von Schaffe. Battle Mage haben wir 11 Tage von Vars und Berserker mit 10 Tage von Marksman noch damals und Druide auch von Marksman mit 17 Tage und dann haben wir den Bard, der bei 10 Tage ist von Reckless und den Necromancer mit 12 Tagen momentan und mal schauen, ob von den Stufe 300 dann hier ja, irgendjemand was Neues auf die Beine stellt. Bin ich gespannt, sieht aber bisher ganz gut aus, ja.
Wir haben hier ein paar Leute, die auf jeden Fall Anwärter dafür sind. Wenn wir mal an die Statistikseite vom Webshop schauen, dort können wir das Ganze ja auch ein bisschen besser verfolgen, wenn wir das nach den Klassen ordnen. Ich weiß, das Ganze ist nicht ganz aktuell, wenn wir zum Beispiel hier schauen. Hier ist typisch Andy 244 und im Realtime 245 jetzt hier. Und ja, ist ein bisschen behind, sag ich mal, aber ich glaube, das ist relativ aktuell von den Klassen her. Schauen wir einfach mal rein. Die Krieger geordnet nach der Stufe natürlich. Haben wir hier Bud Plug and Play, der hier momentan auf Platz 1 ist bei den Kriegern mit 228. Danach kommt dann erst Freya und Ekumi, ja, dann schon weit abgeschlagen auf jeden Fall. Also Bud Plug ist ja auf jeden Fall ist ein sehr lustiger Name, kann man so sagen. Hat hier definitiv die Nase vorn und ist natürlich auch eine richtig geile Hilfe für uns hier, die Statistikseite, dass wir das einfach so nach Level sortieren können und nach Klassen. Da brauchen wir uns das nicht irgendwo in der Ehrenhalle raussuchen. Ja, dann haben wir hier einmal den Universe, der hier gerade auf Platz 1 ist mit dem Magier auf Stufe 154 gerade. Ja, Weltrang 114. Und der Soul King auf 142 hier, Weltrang fast 500. Habe ich mir auch mal gespeichert und ja, würde man gar nicht so finden, sag ich mal, wenn man es nicht wüsste. Hier der Universe ist hier auf 116, relativ weit unten, hat sich, glaube ich, auch ein bisschen droppen lassen. Und der Soul King hat sich komplett nackig gemacht. Ja, könnte man natürlich theoretisch von ausgehen, ist inaktiv oder so, aber ich gehe mal von aus, er hat sich einfach nur droppen lassen, so, weil seine Stufe spricht für sich und von den Base-Stats her 890 zu 875, zu Universe haben wir hier 876 zu 862, also der schenkt sich auch nichts, das heißt, der braucht nur sein Equipment anziehen, dann ist er wieder up to date, ist hier alles andere als inaktiv, versucht vielleicht so ein bisschen zu tricken oder lässt sich mit Absicht droppen, also das hat auf jeden Fall nichts zu sagen. Soul King auch auf jeden Fall noch der zweite Anwärter für das Magier-Battle, aber ich denke mal Universe wird sich da nichts geben oder also nichts, ja, wird da nichts aus der Hand geben, beziehungsweise das Profilbild einfach so hergeben und wir sehen auch, der Soul King hat einen 66er SA im Vergleich zu Universe. Der muss da auf jeden Fall noch ein bisschen nachlegen. Sonst da kommt es nämlich wirklich auf jeden Prozent an nachher am Ende des Tages. Deswegen dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Und ja, als nächstes haben wir die Kundschafter hier. Jungle Boy mit 219 am Start, The Rock mit 216 und Zombie haben wir hier auch auf dem dritten Platz auf 211. Das sind drei 200er plus Chars, die es jetzt hier schon mittlerweile bei den Kundschaftern gibt. Also auch hier schenken sich die ersten Plätze natürlich nichts. Ist klar, natürlich Zombie, hoffe ich mal zumindest, nimmt sich zum Ende der Competition so ein bisschen raus, dass sich die Jungs und Mädels da untereinander battlen können. Ne? Ich denke mal, als Creator ist das selbstverständlich. Und ja, als nächstes haben wir die Assassinen hier, Bloodfall Angel auf 220 und Raiden auf 218. Raiden ja schon seit Tag 1 wirklich sehr gut mit dabei. Bloodfall Angel hatte ich nicht so auf dem Schirm gehabt, aber ist hier anscheinend auch richtig, richtig gut noch mit im Rennen. Genauso wie der Chris, der hier auf Platz 3 ist. Da kann man auch sagen, das ist hier noch alles relativ nah beieinander. Und da denke ich, da ist auch noch alles möglich. Die beiden hier sogar die Platz 2, 3 und 4 in derselben Gilde. Ne? Und Bloodfall Angel spielt hier relativ alleine als Assassine oben mit. Dann kommen wir zu den Kampfmagiern, auch sehr interessant. Da sehen wir jetzt gerade, sind die auf 148. Ist der Daniel Clay, der hier der alleinige Anwärter für das wahrscheinlich gewinnende Avatarbild in der Klasse des Kampfmagiers haben wird. Denn danach haben wir wieder einen Content Creator, das heißt, das zählt wieder nicht. Aber hier haben wir jemanden, wo ich den Namen jetzt J Diaz mit 123 auch ein bisschen behind und Gengar mit Stufe 107 auch ein bisschen weiter abgeschlagen und dann wird es auch schon wirklich dürre, sag ich mal. Da sieht man, dass der Kampfmagier nicht so geschaffen ist für die Dungeons und wenn er oben mithalten will, ist er deutlich
preisintensiver als zum Beispiel so ein Demon Hunter, weil der das deutlich leichter hat, in den Dungeons voranzukommen. Ja, bin ich auch sehr gespannt. Ansonsten bei den Berserkern haben wir hier mehrere Anwärter, die ja alle noch in machbarer Reichweite sind für das Profilbild. Mast ist keine Last, haben wir hier auf Platz 1 mit 225 gerade. Hier der höchste Bersi, dann haben wir hier zwei, die sich Platz 2 teilen. Einmal der Lokai X mit 220 und Marshall 220, den wir auch schon am ersten Tag auf jeden Fall mit auf dem Schirm hatten. Also der hat auf jeden Fall auch hier noch Großes vor. Magge, ein Level dahinter, auch noch alles machbar, genauso wie für Echo und McDonald's. Ist hier auch noch definitiv noch mehr drin. Also hier gibt es viele Anwärter, die relativ nah beieinander sind, deswegen bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall, wer hier am Ende des Tages das Rennen macht, deutlich spannender. Und natürlich, jetzt kommen wir zur Königsklasse, die Dämonenjäger, momentan gerade. Und da sehen wir auf jeden Fall einen heftigen Unterschied. Andy momentan hier zumindest laut der Liste auf Platz 1, gefolgt von Turor. Shox auf der 3, Dead Utility auf der 4, Goody 5, Mirama auf der 6 und wo wir sind die Tops, wo wir sind ist oben. Digga, das habe ich gerade ein bisschen falsch gelesen auf jeden Fall. Aber hier gibt es viele Leute, das Feld ist relativ eng, ihr seht es bis hier unten hin. Also wir haben hier sehr viele 200er am Start, aber am Ende des Tages wird das Rennen, denke ich mal, unter den beiden hier entschieden, zwischen Andy und Turor. Da bin ich mal sehr gespannt, ob sich Andy das Profilbild sichern kann oder ob Turor sich das noch einheimsen wird irgendwie. Und ja, da auf jeden Fall wünsche ich natürlich auch Andy sehr viel Erfolg bei, nicht nur, weil er auch mal bei einem von meinen Turnieren mitgemacht hatte, beim Shakes & Fidget Cup, wo er auch 1 gegen 1 gegen jemand anderen antreten musste, so. Ne, da hatte er ja auch schon gewonnen, deswegen auf jeden Fall GZ und natürlich auch, weil Turor schon ein Profilbild hat und klar, ne, weil wir natürlich Andy auch hier die Daumen drücken, weil er auch zu unserer Community gehört hier, ne, und Turor, ja, auch natürlich zur Shakes & Fidget Community, aber ja, natürlich Andy hier bei der deutschen Community nochmal ein bisschen mit mehr involviert, würde ich sagen. Und deswegen auf jeden Fall drücke ich da Andy auch die Daumen, dass er das schafft. Und ja, bisher sieht es aber ganz gut aus auf jeden Fall. Machen wir weiter bei den Druiden. Da haben wir der Matteman, der hier momentan gerade alles wegrasiert auf Platz 1 hier, gefolgt von Odin und Plotz, die hier ein bisschen weiter hinten dran sind. Ne? Ich weiß nicht, ob da nochmal ein bisschen aufgeholt werden kann. Das Ding ist, jetzt haben wir ja auch erstmal kein Epic-Event mehr, das heißt, man konnte am Wochenende jetzt noch am meisten rausholen und das hat hier der Mattemann auf jeden Fall getan. Questet jetzt auf jeden Fall mit mehr XP als die beiden hier unten, weil er natürlich höher im Level ist. Bis Stufe 393 geht die XP-Kurve ja noch nach oben, das heißt, umso höher ihr seid, umso mehr XP bekommt ihr auch, aber ab dahin flacht es natürlich ab. Aber bis dahin kommt ja niemand hier bis zum 4. März, ne? Also von daher hat er hier auf jeden Fall einen Vorteil, was auch die Quests angeht. Deswegen mal gucken, ob die das hier noch einholen können. Sieht aber sehr gut aus, gerade für den Madman. Dann haben wir die Baden am Start. Haben wir ein 200er und dann, das ist der Halo, und dann Elon Musko, der hier noch ein paar Level hinten dran ist, gefolgt auf Platz 3 von Nussmalsen. Ja, und ich denke mal hier auch Halo auf jeden Fall ein bisschen weiter mit oben. Ist alles ein Levelbereich, wo man noch relativ leicht rankommen könnte, weil in dem Levelbereich kann man sehr viele Stufen machen. Man steigt sehr viele Level auf durch die Dungeon-Gegner, 2 mit einem Dungeon, also 2 Level mit einem Dungeon und so. Das ist so die Phase, wo es sehr schnell geht. Ne? Aber wie gesagt, auch er hier auf jeden Fall mit einem besseren Level und damit auch bessere XP-Quests am Start. Und zuletzt kommen wir zu den Necromancern. Da haben wir den Lukas K., den Vidi und den Funny N, aber auch den London und den Fonk, die hier wirklich sich alle nichts also die schenken sich wirklich alle nichts, sie liegen sehr nah beieinander hier, wirklich alle 5. Also bei den Necromancern muss man auch sagen, da herrscht auch wirklich krasse Konkurrenz untereinander und da ist auch noch nichts irgendwie
verloren, sag ich mal, oder abgeschrieben. Da hat jeder noch die Chance auf jeden Fall auf das Profilbild. Wünsche ich natürlich auch jedem viel Erfolg mit bei. Und dann haben wir hier auf Platz 6 jemanden, der dann halt eben noch schon wieder ein paar Level auf jeden Fall behind ist mit The Masked Man und gefolgt von Undertaker und so weiter und so fort. Ne? Genau, das ist erstmal so zur groben Übersicht. Ne? Die Statistikseite hilft mir auf jeden Fall sehr, das Ganze hier mitzuverfolgen. Und so sieht es momentan halt in der Ehrenhalle aus. Ich persönlich habe für mich noch am Wochenende ein bisschen Epic-Event gespielt. Ich habe noch das Glück gehabt und habe noch mich rechtzeitig am Sonntag auf 50 spielen können, habe mich neu equipped, habe dann ein paar Dungeons gepusht. Das ging mit neuem Equipment natürlich deutlich leichter und habe jetzt auf jeden Fall ein paar Level hier pushen können. Achso, ich bin noch unterwegs. Und deswegen, wollte ich den Sonntag auf jeden Fall noch dafür nutzen, dass ich ein bisschen mich neu equippe und halt eben noch ein bisschen das Epic-Event nutzen kann, bevor das nächste halt irgendwann anders wiederkommt. Das ist immer noch mal ein guter Boost, den man mitnehmen kann auf jeden Fall. Und das wollte ich mir definitiv auch nicht entgehen lassen. So, und genau. Sind jetzt hier halt eben auf 65 ganz gechillt. Ne? Wie gesagt, auf dem Server, wir sind eigentlich hauptsächlich, sehr nice, wir sind hauptsächlich auf dem Server hier eigentlich, um so ein bisschen zu scouten, um ein bisschen halt eben Ausschau zu halten, was die anderen so machen. Sekundär eigentlich dazu da, um hier selbst auch zu pushen. Klar, natürlich lassen wir uns das nicht nehmen und werden hier auch ein bisschen spielen. Da habe ich natürlich auch immer sehr viel Spaß dran. Deswegen nehme ich auch die Klassen, die am meisten Spaß machen. Das sind halt die Dungeon-Push-Klassen so, ne? Aber da ich hier nicht Long-Term spiele, da werde ich halt mein Sammelalbum jetzt nicht perfekt spielen. Ich werde mir den Arena-Manager nicht holen. Ich werde jetzt nicht so krank auf die Pets gehen und so, weil das sind alles Long-Term-Features. Ne? Genauso wie bei der Festung. Da werde ich natürlich gucken, dass ich hier ein bisschen der Gilde unter die Arme greife mit der Ritterhalle. Aber ansonsten, bin ich hier eigentlich wirklich echt low-key unterwegs und halte eigentlich mehr so Ausschau nach den Leuten, die hier auf dem Server alles wegdominieren, weil das ist für mich auf jeden Fall der interessantere Part hier auf EU10. Und wer sich hier nachher dann es auch, schafft, sich die Avatare unter den Nagel zu reißen. Und genau, so sieht es momentan aus auf EU10. Kleiner Statusbericht von mir und dem Server hier. Und natürlich halte ich euch auch weiterhin auf dem Laufenden, wie das Ganze denn ausgehen wird, wer das Rennen machen wird. Und genau, auf jeden Fall schreibt mir mal sehr gerne in die Kommentare, ob ihr da auf jeden Fall auch so Interesse dran habt wie ich, das Ganze hier noch mitzuverfolgen. Wie gesagt, bis zum 4. März ist nicht mehr lange. Das ist kein großartiger Zeitraum hier. Ne? Und deswegen werden wir definitiv unser Augenmerk ein bisschen mehr hier drauf richten. Ich werde aber auch noch auf die anderen Server schauen, so was Elevator und so angeht, weil es auch echt super spannend eigentlich, aber momentan halt wirklich gerade wieder sehr viel zu zeigen von EU10, muss ich es mal so sagen, auch hier auf F21 mit Rising Phoenix, wo wir hier gerade, ne, wir sind hier gerade bei 4,1 Millionen Höllenmarken, das ist krank viel. Ja, wenn wir mal einen Vergleich gucken zu, schauen wir mal hier auf den Server rein, wenn wir mal auf die ersten Ränge gucken, ne, da haben wir die Endgegner mit 4,3 und Gods of Light mit 4,6. Endgegner merken wir uns mal mit 4,3. Da sind wir hier mit 4,1 wirklich sehr nah dran mit Rising Phoenix. Und im Vergleich zu Horizon, was ja wirklich auch eine krank gut gespielte Gilde ist, haben wir jetzt 4,6, aber da muss man dazu sagen, die sind halt uns einen Tag voraus noch, ne? Deswegen, also es gibt auf jeden Fall viel zu zeigen, viel zu berichten. Müssen wir mal gucken, wie wir das alles unter den Hut kriegen. Aber momentan ist gerade wieder echt viel los in Shakes. Freut mich auf jeden Fall besser so als andersrum. Und ich verabschiede mich soweit. Das war es soweit mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten verabschiede ich mich auf jeden Fall. Wir sehen uns morgen wieder zu einem neuen Video, wenn es wieder heißt, die Daily Dose of Dorza. Ne? Bis dahin, haut rein und bis zum nächsten Mal.